Bereits im ersten Teil der Videoreihe zur Restaurierung und Erweiterung des Chemiewerks hatte ich auf die besondere Wirkung von Chemieanlagen bei Nacht hingewiesen. Die Ausweitung der Beleuchtung soll also ein Schwerpunkt der Restaurierung sein. Bereits in der Dämmerung ist, wie hier beim Vorbild für die Erweiterung im Chemiepark Dormagen, die Vielzahl an Leuchten, insbesondere an den Kolonnen und Tankbehältern, zu erkennen. In diesem Video wird nun mit der Beleuchtung des Hintergrundbilds das Nachempfinden dieses Lichtermeers begonnen. Der Aufbau des Segmentrahmens ist bereits im ersten Teil beschrieben, wobei, anders als beim bisherigen Setting, das Hintergrundbild nicht an der Wand befestigt, sondern auf eine Platte aufgezogen, am Rahmen verklebt und verschraubt wurde. Die Erstellung des Hintergrundmotivs ist kurz im zweiten Teil der ersten Videoreihe zum Chemiewerk zu finden. Da beim alten Modul Elektronikteile unter der Platte verbaut sind, kann es nicht einfach auf den neuen Rahmen aufgelegt werden. Um nicht alles ablösen zu müssen und erneut aufzukleben, muss eine Aussparung erfolgen. Es reicht dabei, nur einen Teil der Platte auszuschneiden und auf die Oberseite noch dünne Leisten aufzusetzen. Zu sehen ist auch bereits die autarke Stromversorgung des Moduls mit Wechsel- und Gleichspannung. Diese kann an der Seite zentral eingeschaltet werden, genauso wie das Rauchmodul. Auch der Anschluss der Digitalspannung sowie zwei Rückmeldeabschnitte erfolgt flexibel über eine Steckverbindung. Genutzt werden hierfür Niedervolt-Steckverbindungen sowie Buchsen. Hier sind nun auch die aufgesetzten Leisten zu sehen, die ausreichend Platz für die vorhandene Verkabelung lassen. Das Altmodul wird mit 2 Schrauben befestigt und kann, dank der flexiblen Verkabelung, jederzeit wieder herausgenommen werden. Das ist das bisherige Hintergrundbild und so wird es bei Dämmerung bzw. im Dunkeln mal aussehen. Da der Hintergrund auf einer stabilen Platte aufgezogen ist, müssen zunächst Löcher für die LEDs gebohrt werden. Ich habe die LEDs nicht hinter die Platte geklebt, sondern von vorne aufgesetzt und die Kabel durch die Platte gezogen. Insgesamt sind 32 LED verbaut. Dazu zählen auch einige Laternen, die vom Hintergrundmotiv aufgegriffen werden. Am Ende sieht die Rückwand jetzt so aus. Zur Erhöhung der Tiefenwirkung habe ich auch Rohrleitungen aufgesetzt. Größere Rohre halb als Relief, kleinere mit komplettem Durchmesser. Zwischen Rückwand und bereits auf der Platte befindlichem Zaun wirkt das sehr authentisch. Wenn dann auch noch die aufgesetzte Rohrbrücke dazukommt, gelingt die Einbindung der Rückwand noch besser. Aber zurück zur Beleuchtung. Hier habe ich 2 verschiedene SMD-LED eingesetzt, wobei bereits die Größe 0805 deutlich kleiner als die LED der Viessmann Hausbeleuchtung ist. Während bei Tageslicht die nicht eingeschalteten LED der Bauform 0805 noch erkennbar sind, verschwindet die kleinere Bauform 0603 komplett im Hintergrund. Erst beim Einschalten des Stroms ist die Lage erkennbar. Ich habe insofern ganz überwiegend LED der Bauform 0603 verbaut. Bei etwas Abstand zum Modul sind die Unterschiede auch bei eingeschaltetem Strom kaum erkennbar. Zum Abschluss nun noch einige Impressionen der Rückwand mit dem davor eingesetzten Modul im noch nicht restaurierten Zustand. Im nächsten Teil der Reihe folgt dann zunächst die Restaurierung, bevor es an die Erweiterung geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.